Servus zusammen, The Kitchen ist wieder da, endlich, und ich freue mich wieder da zu sein für euch, und wir legen los mit einer griechischen Salat. Meine Familie war zuletzt in Griechenland in Urlaub, gehen öfters dort, aber ich mache sehr häufig einen griechischen Salat zu Hause. Es ist lecker, es ist einfach, und ich zeige euch jetzt, wie ich es mache. Let's go! Also, für das Gemüse und Käse, ich habe hier 6 Rispentomaten, 4 bis 6 braucht man, eine kleine rote Zwiebel, etwas größer wäre auch okay, aber meine Familie isst ungern Zwiebel, eine grüne Paprika, eine Gurke, 150 Gramm Oliven, wirklich deine Wahl, und 200 Gramm fetter Käse. Und eigentlich alles, was man machen muss, ist die Sachen einfach schnipsen, so wie man möchte. Die Gurke schäle ich nicht, das ist eine Bio-Gurke, muss man nicht schälen. Ich werde es einfach einmal entlang schneiden und dann so schnipseln. Die Paprika, in Griechenland haben die immer in Streifen geschnitten. Ich mag sie lieber Würfel. Das hier würde ich raus tun. Zwiebeln. Ich bevorzuge eine rote Zwiebel. Oft in den Restaurants wird es mit einer weißen oder gelben Zwiebel serviert. Eine rote Zwiebel hat für mich, für einen griechischen Salat, ein bisschen mehr Geschmack. Ein bisschen süßlicher. Ist mir viel lieber als eine weiße Zwiebel. Und wie gesagt, meine Familie isst nicht so gerne Zwiebeln, sonst würde ich eine etwas größere Zwiebel nehmen oder sogar 2. So, zu den Tomaten. Man könnte auch Kirschtomaten nehmen oder andere Tomaten. Ich habe einfach Rispentomaten genommen für heute. Grob würfeln. Das ist das Gute an einem griechischen Salat. Man kann die Sachen einfach grob schneiden. Es ist keine wirklich große Kunst. Ich mag das Teil hier eigentlich gern zu entfernen. Und man muss nicht wirklich darauf achten, okay, habe ich die Sachen perfekt geschnitten oder habe ich sie nicht perfekt geschnitten. Einfach schneiden, so wie man will. Das ist wirklich Geschmackssache. Dann zu den Oliven. Man kann sie auch ganz lassen. Ich halbiere sie lieber. Und die sind auch entsteint. Im Restaurant werden die meistens mit Steine serviert. Nur dann muss ich die Oliven eigentlich immer einzeln essen. Ich möchte das mit dem Salat machen. Ich werde sie hier einfach ein bisschen schneiden. Kreuz und quer. Hoppala, das war knapp. Und dann einfach reinschmeißen. So, und dann zum Feta. Man kann den Feta schneiden. Man kann sie auch einfach schön zerbröseln rüber. Und das werde ich dann tun. Einfach so schön crumblen. Manchmal schneide ich sie aber auch. Aber das sieht richtig gut aus. So mache ich es heute so. Und dann braucht man nur den Dressing. Okay, also für den Dressing brauchen wir 3 Esslöffel Olivenöl. Dann auch 3 Esslöffel Rotweinessig oder Branntweinessig. Oder, wer es lieber hat, 3 Esslöffel frisch gepresste Zitronensaft. Auch ganz lecker. Einen halben Teelöffel Oregano. Wer Oregano nicht mag, lasst es einfach raus.
Ein bisschen Salz nach Geschmack. Mini bisschen eine Prise Zucker. Frisch gemalte schwarze Pfeffer. Und dann werde ich es einfach kurz zusammenmischen und rübergießen. Meine Hände sind sauber. Werde ich da reingehen, dreckig werden und das alles schön mischen. Oh yeah, it's gonna be so good. Tasty, tasty, tasty. Hoppla, ein bisschen windig heute draußen. Wer lieber mit einem Löffel arbeiten müsste, oh, da geht mein Essig. Wer lieber mit einem Löffel arbeiten möchte, dann mag das einfach. Ich gehe einfach gerne mit den Händen rein. And this is looking pretty good, Leute. Zeit für den Taste-Test. Schaut, ich ein bisschen vom allem krieg. Klappt nicht immer. Oh, das ist so gut, Leute. Ich glaube, griechischer Salat ist wirklich mein Lieblingssalat. Ich mag allgemein gern Salat, aber das ist einfach überragend. Jede Zeit, vor allem im Sommer beim Grillen oder so. Ist top. Sehr einfach zu machen. Ich hoffe, dass diese Episode von Marcel's Kitchen euch gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht auf Like und Abonnieren zu klicken. Ich werde jetzt weiter essen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal in Marcel's Kitchen.